Es passiert nicht allzu häufig, dass eine neue Programmiersprache veröffentlicht wird, aber wenn man davon Wind bekommt, dann ist es meistens ziemlich bedeutsam. Die Programmiersprache Bend hat seine Aufmerksamkeit wegen eines Postes von Dr. Jim Fan, KI-Wissenschaftler bei Nvidia, bekommen, und im selben Post erwähnt er Mojo, na die kennen wir doch. Deshalb lasst uns in dem heutigen Video mal einen genaueren Blick auf die Sprache Bend werfen, was sie kann und was nicht, und vor allem auch, was Bend und Mojo unterschiedlich machen. Bend ist eine vollständig quelloffene Programmiersprache, die auf Rust aufbaut. Ihre Syntax sieht so aus wie Python, mit ein bisschen Haskell drin. Zu allen dreien habe ich übrigens Tutorials, falls ihr Bock habt, mal reinzugucken. Allerdings ist der große Punkt, Bend ist massiv parallel von Grund auf. Dazu ganz kurz ein paar Worte zu Parallelisierung. Ihr habt auf eurem Smartphone, auf eurem PC und vor allem in eurer Grafikkarte, wenn ihr in diesem Jahrzehnt zumindest angekommen seid, nicht mehr nur einen einzigen Kern der Anweisung ausführt, sondern meistens mehrere. Beispielsweise hat mein Prozessor einen AMD Intel den Hintern auf Ryzen 9 559X 16 Kerne und sogar 32 logische Kerne. Meine Grafikkarte, eine Nvidia 3090, hat sogar unfassbare 10.496 CUDA-Kerne. Kerne sind kleine Prozessoreinheiten. CUDA ist die von Nvidia eigene Programmiersprache. Das bedeutet umgerechnet aber auch, ich kann nicht eine, sondern über 10.000 Berechnungen gleichzeitig laufen lassen. Und das ist natürlich sehr praktisch, denn in der Theorie sind dann solche CUDA-Kerne zwar ein bisschen langsamer, als wenn ich jetzt nur einen wirklich starken Prozessorkern hätte, aber 10.000 Stück gleichzeitig nutzen zu können, das ist schon sehr schnell. Die Grafikkarte ist da seit jeher natürlich perfekt für ausgestattet, denn Pixel für euer Bild beim Zocken, die können eigentlich alle gleichzeitig berechnet werden, wenn man die Informationen, was so zu sehen ist, hat. Am Ende schreibt dann einfach jeder CUDA-Kern, vereinfacht, eine Ausgabe, also welche Farbe in diesem einen Pixel jetzt dargestellt wird, einfach an eine Stelle in eurem Grafikkartenspeicher. Und alle Kerne wissen dann im Vorfeld, welchen Pixel sie berechnen. Aber mittlerweile gibt es eben tausende weitere Arten und Algorithmen und Berechnungen, die man parallelisieren kann. Von KI angefangen über Hashing bis hin zu Kryptographie. Aber KI ist natürlich gerade einfach besonders spicy und hot. Ein neuronales Netz zum Beispiel besteht aus Milliarden von Parametern. Ihr erinnert euch an die Bezeichnung Llama 7b. Das 7b steht für 7 Milliarden Parameter. Diese Parameter können zum Großteil zumindest gleichzeitig berechnet werden. Statt also meinem Prozessor 7 Milliarden Mal dieselbe Funktion mit ein paar anderen Parametern berechnen zu lassen, gebe ich die ganze Funktion einfach in meine Grafikkarte und schiebe dann jeweils den einzelnen Parameter in den jeweiligen CUDA-Core. Und plötzlich kann ich 10.000 Mal gleichzeitig diese Funktion berechnen. Und das gilt übrigens auch für Server. Auch dort habt ihr in den meisten Fällen mehr als einen Kern zur Verfügung und ich empfehle euch auch wirklich, die zu benutzen. Beispielsweise plane ich gerade ein größeres Projekt mit unserem heutigen Partner Hostinger. Ich will noch nicht spoilern, was es genau wird, aber es wird sehr geil. Hostinger ist ein renommierter Hosting-Anbieter, der für seine Zuverlässigkeit und einfache Nutzbarkeit bekannt ist. Was Hostinger besonders auszeichnet, sind nicht nur ihre schnellen Ladezeiten und ihre 99,9%ige Verfügbarkeit, sondern auch ihr extrem benutzerfreundlicher Website-Builder. Wenn ihr also, wie ich zum Beispiel, nicht so ein Riesenfreund von Frontend-Entwicklung seid und euch lieber zum Beispiel um das Backend kümmert und dort Bend-Code bis zum Umfallen optimiert, dann könnt ihr mit dem Website-Builder in nahezu keiner Zeit ein nutzerfreundliches und schönes Frontend erstellen, ganz einfach und ohne technische Vorkenntnisse und mit professionellem Look. Der Drag-and-Drop-Editor ermöglicht es euch dann, Inhalte nach Belieben einfach zu verschieben und anzupassen, sodass ihr eure Webseite individuell gestalten könnt. Ihr könnt das Ganze aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Templates wählen und die dann einfach nach euren Vorstellungen anpassen. Egal ob Farbe, Schriftart oder Layout, das lässt sich alles anpassen. Besonders hervorheben möchte ich vielleicht noch kurz die Unterstützung durch AI-Tools, die euch beispielsweise beim Erstellen von Inhalten oder auch Logos helfen und direkt integriert sind. Selbst komplexe E-Commerce-Websites lassen sich so mit wenigen Klicks komplett einrichten. Müsst ihr das nicht mehr alles selber machen, könnt ihr euch zum Beispiel auf das Backend konzentrieren und natürlich dort dann alles bis zum Umfallen optimieren. Ihr könnt aber natürlich, wenn ihr das wollt, auch Custom JavaScript einbauen, das geht auch ohne Probleme.
Ihr werdet also in den nächsten paar Wochen mehr über das Projekt mit Hostinger erfahren. Deswegen bleibt auf jeden Fall dabei und seid gespannt auf die Updates. Bis dahin schaut euch aber durchaus schon mal den Website-Builder mit dem Link unten in der Beschreibung an. Ich weiß, dass einige von euch noch keine eigene Portfolio-Website haben und mit meinem Code gibt es deshalb dort auch wieder einen kleinen Extra-Rabatt. Das ist also eine super Gelegenheit eigentlich damit anzufangen. Und wie gesagt, für diese starke Parallelisierung, die wir erreichen wollen, da kommt jetzt Bend ins Spiel. Bend parallelisiert alles, was man schreibt, sofern das irgendwie möglich ist. Es kümmert sich aber vor allem auch komplett selbst darum. Hier ein simples Beispiel von ihrem GitHub-Repository. Das hier ist nicht parallelisierbar, denn man muss zuerst 1 plus 2 rechnen, das Ergebnis davon ist ja dann nötig, um plus 3 zu rechnen und so weiter. Will man aber 100% seiner Grafikkarte nutzen, muss man eben auch 100% seines Gehirns nutzen. Schreibt man es so um, kann die erste und die zweite Klammer gleichzeitig gerechnet werden und das Ergebnis danach wird nur noch einmal addiert. Der Grundsatz von Bend greift, dass alles, was parallel laufen kann, parallel laufen wird. Und das ist sehr spannend, denn ich muss mich selbst eigentlich gar nicht drum kümmern. Bend macht das alles für mich. Der Parallelismus ist also implizit. Ich muss mich nicht um Race Conditions kümmern, ich muss mich nicht um Speicherverwaltung und Co. kümmern, das läuft alles im Hintergrund. Sie liefern ein Beispiel mit, das sehr anschaulich ist, ein Sortieralgorithmus, der auf Baumrotation basiert. Der Algorithmus ist fairerweise echt nicht so einfach und Thema für vielleicht ein anderes Video, aber da er Divide and Conquer nutzt, ähnlich wie Merge Sort das zum Beispiel auch tut, kann man ihn parallelisieren und das macht Bend auch komplett selbst. Hier vielleicht kurz vor der Ausführung aber ein paar Worte zur Installation, damit ihr das Ganze auch selbst ausprobieren und benchmarken könnt. Bend benötigt entweder Linux oder Mac. Windows wird nur indirekt über das Linux Subsystem unterstützt, darüber habe ich das Ganze auch ausgeführt. Aber ich würde sowieso jedem das WSL empfehlen, das ist einfach 10.000 Mal besser als PowerShell. Ihr müsst dann Rust installieren, etwa mit RustUp, das auf die Beta-Variante stellen, also Nightly, und anschließend HVM2 installieren. HVM2 ist die Higher Order Virtual Machine und wird vom selben Entwickler, Higher Order CO, wie auch Bend hergestellt. Auf der HVM kann dann eigener HVM-Code ausgeführt werden, den ihr aber wirklich nicht selbst schreiben wollt, glaubt mir. Ihr könnt euch HVM-Code eher als so eine Art Zwischencode vorstellen, der aus Bend beispielsweise generiert wird und für Parallelausführung optimiert ist. Fast so ein bisschen wie Java Bytecode, nur eben schneller und parallel. Habt ihr HVM, könnt ihr Bend lang als Cargo-Paket installieren. Cargo-Pakete sind die Pakete von Rust. Das sollte, wenn es fertig ist, ungefähr so aussehen. Ihr könnt es dann anschließend mit Bend --version überprüfen. Anschließend könnt ihr Bend-Code ausführen. Auf 3 Arten. Nutze ich Bend Run, dann wird mein Code nicht parallel ausgeführt. Hä? Aber ist das nicht eigentlich gegen den Grundsatz? Fragt mich nicht, ich mache die Regeln nicht. Es ist einfach so. Ihr könnt aber mit Bend Run -C ganz einfach alles für euren Prozessor parallelisieren. Also nicht die Grafikkarte, das läuft dann alles über C und über euren Prozessor. Nutzt ihr hingegen Bend Run -CU, dann nutzt ihr die CUDA-Umgebung und es wird auf eurer Grafikkarte ausgeführt. Derselbe Code, gar nichts, was ihr anpassen müsst. Allerdings werden aktuell ausschließlich Nvidia-Grafikkarten dafür unterstützt und ihr müsst natürlich dafür auch das CUDA-Toolkit installieren. Das könnt ihr beispielsweise durch apt-install nvidia-cuda-toolkit durchführen und ihr könnt auch das mit nvcc-version überprüfen. Führen wir dann also genau diesen Sortieralgorithmus von Bend aus, erhalten wir sehr unterschiedliche Laufzeiten. Führe ich das Programm ganz normal aus, dauert es zum Beispiel 36 Sekunden, bis es normal durch ist. Führe ich das Ganze parallel aus, sind es nur etwa ein bisschen mehr als 10 Sekunden. Auf der Grafikkarte hingegen sind es fast 14. Wie kann das sein? Naja, relativ simpel eigentlich. Die Grafikkarte anzusprechen oder überhaupt nur Daten dahin fließen zu lassen und wieder auszulesen, das kostet einfach Zeit. Sie einfach auch nur zu aktivieren, kostet Zeit. Das nennt sich Overhead und vor allem, wenn man ein anderes Gerät, also zum Beispiel die Grafikkarte benutzt, dann ist das manchmal ganz schön viel. Ich brauche also im Endeffekt Zeit, um alles zu starten. Dieser Sortieralgorithmus ist also vielleicht einfach nicht
kompliziert genug und dauert nicht lang genug, um ihn auf der Grafikkarte laufen zu lassen. Aber können wir trotzdem vielleicht ganz kurz wertschätzen, wie unfassbar einfach das war. Ich habe noch nie so leicht meine Grafikkarte selbst programmiert. Also, das ist natürlich wirklich großartig, mal abgesehen davon, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch keine einzige Zeile Code wirklich selber geschrieben habe. Aber der Gedanke zählt. Und 3,5 mal schnellere Ausführung auf meiner CPU, das ist auch ein ordentliches Wort. Ich habe also jetzt, um das wirklich mal nochmal zu benchmarken und zu testen, das Ganze noch ein bisschen nachgeschärft und den Baum 3 Ebenen tiefer gemacht. Das hört sich nicht viel an, aber wenn man einen Baum 3 Ebenen tiefer macht, das ist ein Faktor 2 hoch 3, in dem Fall, den wir dann halt drauf brauchen. Ne? Der Algorithmus, wenn ich ihn jetzt nicht parallel ausführe, also rein sequenziell, braucht jetzt volle 6,5 Minuten. Sogar fast 7 Minuten übrigens, wenn ich ihn parallel ausführe. Keine Ahnung wieso. Und lustige, Achtung, 7 Sekunden, wenn ich ihn auf meiner Grafikkarte ausführe. Wie gesagt, der kleinere Baum hat 14 Sekunden auf der Grafikkarte gebraucht, der große braucht 7 Sekunden. Das hat mich ein bisschen gewundert. Wie kann das sein? Und naja, ich glaube, es hat irgendwas mit CUDA zu tun. Ich habe also den großen Baum, die 21 Ebenen, noch zweimal laufen lassen und dann den kleinen nochmal 3-mal laufen lassen. Und jetzt sind wir tatsächlich bei guten Ergebnissen. Jetzt braucht CUDA etwa 5 Sekunden für den großen Baum und 1,5 Sekunden für den kleinen Baum. Ich vermute also, dass es einfach noch daran lag, dass CUDA noch nicht so richtig gestartet wurde und dass vielleicht der Kernel noch geladen werden musste, etc. Also, nochmal zusammengefasst. Benchmark. 36 Sekunden und 14 Sekunden, wenn ich es auf dem Prozessor laufen lasse. 1,5 Sekunden auf der Grafikkarte. Und, wenn wir den großen Baum nehmen mit 21 statt 18 Ebenen, 6 Minuten 32 bzw. 6 Minuten 55 auf dem Prozessor versus 5 Sekunden auf der Grafikkarte. Letzteres ist ein Speedup von 78. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Okay, das ist alles schön und gut, aber natürlich hat auch Mojo uns eigentlich grob sowas gegeben. Und während Bend nur so ähnlich aussieht wie Python, ist es eben doch eine eigene Programmiersprache, die man eben wirklich neu lernen muss. Und niemand lernt gerne irgendwas. Und ChatGPT kann man noch nicht mal fragen aktuell. Dafür gibt es einfach noch nicht genug Trainingsdaten. Kam mir gerade erst raus. Es gibt also beispielsweise Objekte in Bend, die mehr an JavaScript-Objects erinnern als an Python. Und es gibt Types, mit denen man dann auch Type-Matching machen kann. Der größte Unterschied ist allerdings durch Variablen gegeben. Variablen in Bend sind immutable. Und zwar immer. Man kann keine einzige Variable ändern. Nie. Result gleich 1, dann ist halt Result wirklich gleich 1 und kann auch nicht mehr vergrößert werden. In Bend sind alle Variablen Konstanten. Das Problem ist nämlich, wenn wir parallel Code ausführen, dann greift vielleicht noch irgendjemand anders gleichzeitig auf ein und dieselbe Variable zu. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Race Conditions, was wir ja eigentlich vermeiden wollten. Sprich, greift A zuerst darauf zu, dann ist das Ergebnis 42. Greift aber B zuerst darauf zu, dann ist vielleicht das Gesamtergebnis 69. Wenn wir etwas parallel ausführen, haben wir von Grund auf gar keine Ahnung, in welcher Reihenfolge etwas läuft. Und führen wir es nochmal aus, dann kann es sein, dass es gerade andersrum ist. Das ist aber tatsächlich alles Zufall, den wir so nicht steuern können. Wenn Variablen also unveränderlich sind, komplett, umschiffen wir das Ganze natürlich gekonnt, dann ist egal, wer als erstes darauf zugreift. Dadurch sammeln wir uns aber ein paar weitere dumme Probleme rein, wie etwa Schleifen. Die Grundlage von Schleifen sind Schleifenvariablen. Die sind eben true und irgendwann werden sie false. Und wir führen die Schleife so lange aus, bis sie halt false sind. Ist ein i zum Beispiel in einer bestimmten Range? Ist Element x noch da oder gibt es überhaupt noch Elemente in einer Liste? Das fällt alles weg, denn wir können keine Variablen mehr ändern. Und all das muss jetzt konstant sein. Und deshalb läuft im Grunde alles in Bend über Rekursion, was man so machen kann. Es gibt ein extra Zeichen für rekursive Datentypen. Beispielsweise das hier ist ein Baum. Die Tilde steht dann für rekursive Datentypen. Das heißt, jeder Node besteht auch wieder aus einem ganzen Tree. Statt aber immer weiter in Rekursion zu gehen, müssen wir die natürlich irgendwann beenden. Und dazu gibt es die Blätter, die Leaves. Um denen haben wir einfach einen Wert drin. Sieht dann alles aktuell so aus. Soll aber bald ein bisschen besser aussehen, so ungefähr. So.
Und mit denen kann man jetzt nicht mit Listen, sondern mit Folds arbeiten. Ja, in diesem Fall addieren wir alle Blätter des gesamten Baumes zusammen. Folds sind dabei aber natürlich drastisch rekursiv. Wir erinnern uns, das war ja eigentlich das Ziel. Wir überschreiben dadurch nämlich auch keinen einzigen Wert mehr, sondern wir bauen uns immer extra Unterwerte sozusagen. Und dadurch lässt sich das alles gleichzeitig parallelisieren. Ich kann ja alle Leaves sozusagen gleichzeitig zu ihrem jeweiligen Elternknoten hochaddieren. So wird das parallelisiert. Hier sieht man also, woher die Beschreibung mit Haskell kommt. In Haskell ist eigentlich alles auch eine Rekursion. Und genau diese Art zu programmieren ist für viele am Anfang ein regelrechter Genickbruch mit anschließendem Schleudertrauma. Vielleicht kommt daher der Name Bend dann auch. Bend, dehne dein Genick und lerne rekursiv zu denken oder brich es dir und geh zurück zum Fußvolk. Die Macher von Bend schreiben aber, dass sich jeder einzelne Algorithmus, der auf einer Liste basiert, grundsätzlich auch als Fold rekursiv implementieren lässt. Das muss man nicht unbedingt mögen, aber es ist theoretisch machbar. Ich glaube Ihnen das jetzt einfach mal, aber das ist natürlich trotzdem ein drastischer Nachteil, denn jeder Algorithmus, den ich so optimieren möchte, muss ich dann komplett neu schreiben. Teilweise eben nicht nur in einer anderen Sprache, sondern sogar in einer komplett anderen Datenstruktur. Und hier kommen wir vielleicht ganz kurz zu einem Vergleich von Bend und Mojo. Bend ist eine eigene Sprache. Mojo ist ein Superset von Python. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, jeder Python-Code ist grundsätzlich auch Mojo-Code. Automatisch, dafür müsst ihr nichts tun. Aber Mojo hat dann eben noch ein paar Features obendrauf, die dann eben für die Parallelisierung und so weiter sorgen. Die kann man dann einbauen in einzelne Funktionen zum Beispiel, muss man aber nicht. Ich kann in Mojo beispielsweise dann mit Fn ein statisch typisiertes High-Performance-Funktionsding bauen und definieren und den Rest meines Codes dann einfach genauso lassen, wie er war. Für Bend muss ich wirklich alles von Grund auf neu schreiben, da gibt es keinerlei Kompatibilität. Und das bringt natürlich eine große Hürde mit sich. Möchte ich Bend nutzen, muss ich auch das gesamte Ökosystem neu machen. Ich muss die 1001 Python-Bibliothek, die eigentlich jedes Projekt verwendet, wie NumPy oder Pandas, komplett neu schreiben und in Bend integrieren. Ja, ich weiß, Bend ist noch sehr am Anfang, das kann alles noch werden, aber dazu braucht es einfach deutlich mehr Arbeit, als wenn ich bestehenden Python-Code einfach weiter verwenden kann, wie in Mojo, und einfach die Teile optimieren kann, die ich optimieren muss. Mojo ist selbstverständlich auch noch sehr, sehr jung und vor allem eben auch nur teilweise Open Source. Die Standard Library ist Anfang des Jahres veröffentlicht worden, während Bend ist jetzt komplett schon Open Source. Das ist toll. Was die Geschwindigkeit angeht, verspricht uns Mojo aber zum Beispiel über 60.000 Speedup im Vergleich zu regulären Python-Code. Bend vergleicht sich nicht wirklich selbst mit Python, was die Laufzeiten angeht, sondern immer nur untereinander, was die Parallelisierung angeht. Deswegen habe ich einfach mal den Code von dem Baum umgeschrieben für Python und mal selbst mit Python 3.10 ausgeführt. Da lande ich dann bei 21,568 Sekunden, also schneller als unparallelisiertes Bend in meinem Fall. Da spielen dann natürlich immer ein paar Umgebungsvariablen mit rein, aber es zeigt eigentlich eine Tendenz. In meinem Fall war Python 1,5 mal so schnell wie Bend. Und das wirklich bei demselben Code mit derselben Baumstruktur. Bäume und Rekursion sind ja klassischerweise eher zu vermeiden, wenn man Laufzeiten optimieren will. Rekursion ist nie so geil. Optimiere ich allerdings in Bend mit CUDA, dann ist Bend natürlich trotzdem deutlich schneller als mein Python-Code. 4-mal so schnell ungefähr sogar. Und das will natürlich schon was heißen. Aber natürlich gibt es auch CUDA-Integrationen für Python selbst. Numba beispielsweise oder PyQ. Aber ich bin ehrlich mit euch. Ich selbst habe es mit Numba nicht zum Laufen bekommen. Aber genauso wie Bend extra Arbeit bedeutet, war Mojo auch nicht in der Lage, meinen Python-Code direkt einfach zu implementieren. Sondern auch hierfür hatte ich einige Anpassungen, die ich durchführen musste. Auch am Modul Time übrigens, über das ich keine direkte Kontrolle habe. Also, Fazit. Beide Sprachen sind natürlich noch sehr jung und beide Sprachen versprechen etwas wirklich Einzigartiges und wirklich Wichtiges. Mojo verspricht, Python direkt Stück für Stück optimieren zu können, ohne große Hürden, schnell und einfach transformieren. Und man braucht nicht irgendwie alles neu schreiben, sondern es reicht, wenn man ein Stück Code optimiert, das wirklich viel Zeit frisst und alles andere irgendwann später vielleicht mal umorientiert.
Ich muss da eigentlich nichts wirklich anpassen. Ich kann. Bend hingegen verspricht drastische Parallelisierung für ein wenig algorithmischen Aufwand. In der Praxis gefallen mir beide Ansätze. Mojo für den schnellen Weg für ganze Projekte und Bend dafür, dass ich beispielsweise extrem anspruchsvolle Algorithmen einfach kurz neu schreibe und dann mit Subprocess von Python einfach wirklich aufrufe. Für diese Anwendungsfälle sollte man beide Sprachen auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Aber bis wir wirklich ein großes Ökosystem, viele Bibliotheken und problemfreie Migration haben, das wird wohl noch ein kleines bisschen dauern.